Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU3 und zwar auf dem Ausdauer-Battle-Mage, den ich hier so, ja, vor mich hinspiele, sag ich mal, den ich jetzt sehr halbherzig die letzten Tage betreut habe und wo ich auch noch nicht ganz genau weiß, wo die Reise hier mit dem Account hingehen wird. Deswegen, falls ich mal eines Tages hier auf dem Server inaktiv gehen sollte, lieber Sergio, falls du das siehst, ja, es tut mir leid, das ist ein Char, den ich so just for fun auf jeden Fall nebenbei spiele. Und ich habe mir aber gedacht, weil es gerade um das Thema just for fun geht, eignet es sich am besten für die momentane Event-Konstellation, einen Charakter zu nehmen in dem Levelbereich, um halt eben die Events optimal nutzen zu können. Und da macht es sich halt bemerkbar, wenn man zum Beispiel ein Epic-Event am Start hat, wo wir uns gleich equippen können und halt auch Fest der Festung-Event haben, wo wir halt neue Steine befördern können, wo halt nur große Steine rauskommen aus der Mine. Und deswegen würde ich sagen, nehmen wir mal eine kleine Neuequippung vor und gucken mal, was überhaupt so möglich ist jetzt mittlerweile in den Dungeons. Bevor wir hier überhaupt irgendwas heute anfassen, werden wir erstmal gucken. Ich hatte jetzt hier die Zeit ein bisschen Alu gespielt, aber viel mehr dann halt auch wirklich nicht mehr, ne? Also ich habe hier stumpf meine Alu durchgeentert. Ich habe nicht mal auf die Auswahl geachtet, großartig. Und ja, weil es halt einfach jetzt auch schon der 5. oder 6. Account ist, den ich so halbherzig nebenbei spiele, sag ich mal, ne? Und deswegen muss man mal gucken, wann man mal so ein bisschen aussortiert. Aber ja, im Moment nehme ich noch die ganzen Events mit, die Anfangsphase, das, was halt eben viel Spaß macht. Und ja, ich sehe hier schon, hier ist gar nicht mehr so viel machbar in dem ersten Dungeon. Mal schauen, hier kommen wir noch ein bisschen weiter, bevor wir hier irgendwelche anderen Dungeons hier probieren. Und wir können ja jetzt auch, weil wir Stufe 75 auch erreicht haben, können wir auch die Pets freischalten und dort auch natürlich nochmal ein paar Habitate legen, um halt auch nochmal ein paar XP-Punkte sich mit einzuheimsen. So, Stufe 77 erreicht, sehr schön. Wie sieht der nächste Dungeon eigentlich aus? Ab Stufe 80 kriegen wir den nächsten Dungeon. Das sollten wir eigentlich locker flockig hinbekommen. Wie gesagt, wir können uns ja jetzt gleich jederzeit neu equippen und dann sieht das Ganze hier schon mal ein bisschen anders aus, wahrscheinlich in den Dungeons. Und bevor wir das machen, gucken wir aber mal ganz kurz in die Pet-Habitate rein. Dazu müssen wir das Nest gleich mal finden. Aber eigentlich würde ich noch ganz gerne den Gegner hier schlagen wollen, weil der sah hier wirklich ziemlich machbar aus, muss ich sagen. Und es wäre ziemlich schade, wenn ich den jetzt noch hier irgendwie liegen lassen würde. Ich meine, ein Level-Up würde der uns jetzt nicht bringen. Nee, bringt er auch nicht, aber vielleicht fällt dann auch direkt der nächste Gegner und dann sind wir schon Stufe 78. Ja, dann sind wir unserem Ziel schon mal ein Stückchen näher gekommen hier, ne? Ich könnte jetzt viele Dinge machen, um gleich Potenzial auszuschöpfen. Ich könnte im Shop blättern, ich könnte aber auch stumpf die Steine aus der Mine skippen, die ich momentan bekomme, weil die jetzt mittlerweile, sehr schön, haben wir das auch noch geschafft, natürlich auch ein bisschen besser sind als die Steine, die ich jetzt drin habe, weil ja auch in der Zwischenzeit die Gilde gewachsen ist, ne? Hier die guten Glatzenkrieger hier, ne? Grüße gehen raus an die komplette Gilde und ja, also wie gesagt, meine Leistung ist hier wirklich sehr medium, ne? Ihr seht hier meine Ritterhalle, die ist, ja, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, ne? Glaube ich, spricht für sich alles hier. So, dann würde ich mal sagen, guten Morgen, schauen wir mal, dass wir hier das Petnest bekommen und da ist es auch schon, sehr schön. Da haben wir, Tierfreund, perfekt. So, jetzt können wir mal schauen, besiegen wir mit Stufe 1 hier schon die ersten Gegner? Ja, das tun wir. Und dann können wir hier gleich weitermachen, die Früchte verfüttern und gleich den nächsten besiegen. Und da sind wir auch schon Stufe 79. Dann seht ihr auch schon, dass hier das Potenzial auf jeden Fall da ist, ne? Jetzt mal unabhängig davon, ob man die Pets hier jetzt so füttern sollte, so wie ich es jetzt getan habe, lassen wir das einfach mal im Walde stehen, weil ich hier auf dem Account sowieso nicht lange vorhabe zu spielen. Deswegen fütter ich die Pets, die jetzt gerade mir in die Quere kommen, um halt eben eigentlich wirklich, ich mache es eigentlich nur wegen der XP halber,
Mastbetrieb, sehr schön. Der XP halber, dass wir hier halt Stufe 80 erreichen, ne? Und erstmal den nächsten Dungeon freischalten. Vielleicht nochmal da auch nochmal ein Level aufsteigen, bevor wir hier in den Shop gehen und uns neu equippen, um dann halt noch mehr Level freizuschalten, ne? Und dann auch bessere Edelsteine natürlich dann schlussendlich zu bekommen, weil diese natürlich auch irgendwo levelabhängig sind. Deswegen, ich könnte jetzt schon einen guten Boost bekommen, halt wenn ich jetzt schon Edelsteine skippe, ne? Weil die jetzt ja schon besser sind als die, die ich jetzt trage, aber ich möchte natürlich auch dann natürlich Stufe 81, sehr schön, natürlich dann auch gleich möglichst die besten Edelsteine dann bekommen auf meiner Stufe, auf der ich mich dann befinde. Und ja, aber wir gucken jetzt erstmal gleich in den neuen Dungeon rein, denn wir haben ja Stufe 80 erreicht und sind damit befugt, den nächsten Dungeon freizuschalten. So, haben wir das schon mal und kriegen wir die jetzt noch so mit? Ja, weigert sich ein bisschen. Ist, denke ich mal, ist möglich, aber jetzt für mich momentan gerade liegt meine Prio dann eher auf den richtigen Dungeons. So, jetzt gucken wir mal rein. Finde den Schlüssel in Abenteuer. Okay, dann schauen wir mal, dass wir den hier finden. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch die nächsten Gegner besiegen können. Falls nicht, müssen wir uns dann so langsam mal um neues Equipment bemühen. So, rein geht's in die gute Stube. Mal schauen, kriegen wir den ersten? Ja, der sieht okay aus. Den könnten wir kriegen eigentlich. Ich mache das Ganze hier auch ohne Chancenberechnung oder irgendwas dergleichen. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, muss ich sagen. Ich mache das einfach Freestyle hier so nach Gefühl. Ob ich sehe, okay, fällt er oder fällt er halt nicht. Und ja, davon mache ich es abhängig. Ansonsten wäre mir das wieder zu tryhard, muss ich sagen, mit SF-Tools hier an die Berechnung und so zu gehen. Dafür habe ich dann einfach viel zu viel Spaß jetzt an der Sache, anstatt mich da noch irgendwie reinzulesen, welcher Gegner jetzt hier am besten als nächstes fallen würde. Ne? Und davon kann man ja dann abhängig machen an den Prozentchancen, ob es sich jetzt lohnt, den noch weiter zu attackieren oder ob man erstmal umequippen sollte. So, sehr schön. War es eine Epic? Ne, das war eine normale Waffe. Aber die können wir in den Kessel schmeißen. Ja, das ist doch schon mal ganz nice. So, und mal gucken. 95 ist der nächste Key. Mal schauen, ob wir da heute noch irgendwie hinkommen werden. Ja, okay, ich glaube, hier müssten wir uns aber jetzt als nächstes erstmal ein bisschen neu equippen, ne? Ja, ich glaube, die Chancen stehen hier nicht allzu gut jetzt für mich gerade. Der würde wahrscheinlich noch am ehesten liegen. Ja, da sind gute Tries dabei. Ach komm, der müsste eigentlich noch fallen, ne? Also der müsste noch fallen, bevor wir hier noch irgendwas anderes machen hier heute. Ja, wir sind ja jetzt schon ein paar Level aufgestiegen. Oha. Oha. Digga, was einfach instant sogar ein gutes Item bekommen hier. Ja, sehr nice. Ich wollte eigentlich nach einer Waffe schauen, dass wir jetzt hier... Okay, aber leider nicht gesockelt. Gesockelt müssen die schon sein. Wir haben leider noch nicht Stufe 95 erreicht, um den Schmied freizuschalten. Ansonsten hätte ich das Ding jetzt mal mitgenommen hier. Wir gucken mal nach einer neuen Waffe. Ja, das sieht doch schon mal ganz possierlich aus hier, ne? Würde ich mal sagen. Dann nehmen wir das doch gleich mal und gucken mal, dass wir hier... Ja, sehr schön, auch gleich ein Steinchen hier gewinnen. Zack, so, let's go. Damit sollte jetzt aber nochmal was liegen hier, wa? Dann verkaufen wir das mal. Ja, wenn wir Stufe 95 erreichen sollten, wäre natürlich nice, ne? Das wäre cool. Dann hätten wir den Schmied und dann könnten wir auch direkt sockeln. Achso, warte mal. Wir gehen mal erstmal hier rein. Also, der sollte jetzt ja wohl liegen, ne? Also mit der neuen Waffe hier und der Spanne, da sehe ich mich drin. Auf jeden Fall. Stufe 84. Sehr schön. Gürtel als nächstes freigeschaltet. Rüstung leider nicht ganz so gut, aber Ausdauer noch ein bisschen mehr. Ja. Kann man tauschen? Tauschen wir auch. Dann gucken wir gleich mal nach einem neuen Edelstein. Sehr schön. Das ist jetzt hier übrigens der Unterschied. 121 und jetzt finden wir hier 149er. Ne? Also auch hier nochmal ein kleines
bisschen besser als die alten Edelsteine. Und in der Summe summiert sich das natürlich. Ja, ganz klar. So, der Braunbär. Fällt der? Mal schauen. Der sieht erstmal nicht so gut aus. Schauen wir mal hier nach dem Magma-Gigant. Der gucken wir, also einfach mal nach Gefühl, ja. Einfach mal ins Blaue hinein, sozusagen, ne? Der Nase nach, sozusagen, wie beim Parfum-Testen. So, naja, also da geht was, aber das sieht mir noch nicht sehr vielversprechend aus. Der war es aber sehr knapp gerade. Okay, der muss jetzt aber fallen. Also der müsste jetzt also kommen. Da war ja jetzt gerade hier, ne? Also den müssten wir mal hier kommen. Also jetzt mal hier, ne? Butter bei die Fische. Ja, da war wohl wirklich nur der eine Try, der so knapp war. Die anderen Tries sehen hier jetzt mal gar nicht mehr so gut aus. Okay, ja, dann würde ich mal sagen, dann gucken. Oh. Nee, die Spanne ist es leider nicht. Aber die Stat-Punkte, die schallern schon ordentlich rein, muss ich mal so sagen. Ja, wir gucken mal. Plus 100. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, dann nehmen wir das mal weg, verkaufen das mal. Das können wir jetzt hier auch verkaufen. Und dann schauen wir mal, es ist geil, dass wir jetzt hier feste Festung haben. Dadurch erleichtert uns natürlich das erleichtert uns die Steinsuche immens auf jeden Fall, ne, weil sonst du halt noch kleine und mittlere Steine und sowas findest. Und die willst du ja nicht unbedingt haben, du willst ja natürlich nur das Beste vom Besten. Deswegen natürlich auch sehr gut das Festungsevent in Kombination jetzt auch gerade mit Epic Event. Gerade, ja, ich sag mal so, der Server EU3 ist ja jetzt noch nicht allzu alt, ne? Da denke ich mal, lohnt es sich auf jeden Fall noch, hier Epic Event zu spielen. Und da werden bestimmt auch die ein oder anderen hier nochmal einen guten Boost hinkriegen. Wir können ja mal kurz gucken, wie es hier aussieht auf dem Server. Wir haben hier 121k drauf registriert. Die ersten sind hier schon über Stufe 300 und ja, das ist natürlich ganz cool zu sehen. Ich weiß jetzt allerdings gar nicht, wie alt der Server ist. Jedoch gibt es natürlich immer ein paar, die hier ordentlich Gas geben. Ich wollte aber noch mal ganz kurz gucken. In der Menge gesehen, es gibt ja immer es gibt ja auf jedem Server immer so diese 1, 2 Leute, so, ne, die so ausrasten, aber tatsächlich war EU3 auf die Masse gesehen ein Server, der sehr viele hohe Spieler mit zum Serverstart hatte. Und ich muss sagen, man sieht es hier tatsächlich. Das sind jetzt nicht nur Modeerscheinungen, sag ich mal, die jenseits der 200 hier schon sind auf dem Server, sondern hier sind tatsächlich schon ziemlich viele Leute über Stufe 200. Und das fängt hier nachher erst im Rang 300 an, wo die Leute nachher hier unter Stufe 200 sind. Ne? Also klar, gehen die ersten Level natürlich immer ein bisschen leichter so, ne? Aber es sind tatsächlich relativ viele, muss ich sagen, die hier auf dem Server sehr gut aktiv reinpilzen. Das ist natürlich schön. Schöne Sache, vor allen Dingen halt für einen aktiven, langfristigen Server spricht das natürlich immer, wenn viele Leute gleichzeitig hoch im Level sind und hoffentlich dann halt auch langfristig dann durchziehen. Aber erstmal spricht es für eine positive Serveraktivität. So, jetzt muss aber mal der Drache hier mal fallen. Also das geht ja mal gar nicht hier. Ne? Der muss doch mal jetzt hier... Ich glaube, wir brauchen noch ein neues Item. Ja, ich hatte gedacht, das reicht schon jetzt hier mit der neuen Robe und dem neuen Stein. Aber anscheinend brauchen wir noch mehr Stat-Punkte, um das Ganze hier erfolgreich, den Sieg erfolgreich nach Hause tragen zu können. Und ja, mal schauen, Handschuhe. Oh, die sind ja auch schon ewig alt, war. Aber ich habe hier jetzt leider alle Attributshandschuhe. Feiere ich jetzt persönlich nicht so, muss ich sagen. Da würde ich tatsächlich eher die Dreier-Stat nehmen. Ja, plus 50 lohnt sich auf jeden Fall auch schon. Ne? Aber das Ding ist halt, die müssen eben auch gesockelt sein, weil ansonsten kann ich damit nicht viel anfangen. Ja, und ich habe das Gefühl, wir kriegen immer nur dieselben 3 Items hier mal wieder.
wo ich gerade von sprach, ja. Ja, auch bittere Pille hier. Da wollen wir natürlich auch eine Dreierwaffe haben. Mit einer guten Spanne. Die Spanne ist hier abnormal. Also die ist schon ziemlich nice. Da muss die perfekte Epic-Waffe kommen, damit ich diese hier wechsle. Weil ansonsten, also ja, die Spanne ist halt wirklich alles so. Und so eine Spanne kriegst du selten nochmal. Da haben wir neue Handschuhe. Mal schauen, da kriegen wir auch den neuen Stein. So. Und bevor ich hier den Server aufhöre, das ist ja es soll ja ein Ausdauer Battlemage sein. Da werde ich nochmal versuchen, alles mit Ausdauerstein zu equippen und möglichst auch Ausdauer-Items anzuziehen, damit man den maximalen Unterschied des kleinen Mini-Projekts hier auch mitbekommt, was ich hier vorhabe auf dem Server. Ey, es gibt's doch nicht, ne? Also wirklich der Battlemage. Also so ein paar Sanduhren brauche ich auf jeden Fall auch. So, nächstes Item. So, nächster Stein. Ja, da kriegen wir hier auch nur die Ausdauersteine. 148, ja, das war auch noch ein alter. So, jetzt muss aber mal hier, der wäre fast vorhin schon down gewesen. Ja, wollte auch meinen, kann doch nicht angehen hier, dass der hier so lange braucht hier jetzt. So, jetzt aber auch gleich der nächste hinterher hier, ne? Sonst drehe ich hier am Rad. Das kann ja wohl nicht sein hier. Und damit meine ich nicht das Glücksrad. Dann drehe ich hier richtig frei. So. Stufe 86 erreicht. Sehr schön. Mal schauen. Wie sieht es hier aus? Magma-Gigant geht derweil auch. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ja. Mal gucken. Hier würden wir gleich einen Epic bekommen. Für umsonst. Mal schauen, ob wir den auch besiegen können hier. Ansonsten Frostblut-Tempel und Pyramiden des Wahnsinns, das sind natürlich Dungeons, die machen Spaß. Ne? Wenn man da jetzt erstmal hinkommen würde, dann ist die Reise nach oben eigentlich schon sehr gut vorherbestimmt, sag ich mal. Aber da müssen wir dann halt auch erstmal hinkommen. Ne? Das ist halt eben die Krux bei der Sache jetzt hier. Ne? Dafür müssten wir eine komplette Neuequipung hier auch hinlegen. Und da stehen mir hier noch die ein oder anderen Beeren im Weg hier. Stufe 88, sehr schön. Haben wir das doch auch geschafft hier. So, und der gierige Gremlin. Ja, ein Kundschafter. Der sollte eigentlich auch liegen hier. Ja, sehr schön. Und damit haben wir fast das nächste Level erreicht. Damit stehen wir jetzt hier vor einem Magier. Und der Magier, ja, die Sumpfmampfe. Mit einem guten Try sollte das hier eigentlich auch kein Problem darstellen. Ja, sag ich so, wie es ist. Aber anscheinend, wir sind so kurz vor dem neuen Level hier, ne? Ich glaube, wir spielen mal ein bisschen Alu, damit wir das neue Level noch erreichen hier. Stufe 89 und dann gucken wir noch mal kurz im Shop rein. Dass wir da im Zauberladen noch ein paar neue Items bekommen vielleicht so. Ne? Aber was haben wir hier eigentlich für Schuhe? Hä? Habe ich die irgendwo gedroppt bekommen, die Schuhe? Die habe ich gar nicht gesehen. Aber ist ja nice. Die sind ja richtig gut. Ja, nach den Schuhen habe ich die ganze Zeit gesucht gerade hier. Und nicht bekommen. So, da haben wir noch 151 jetzt mittlerweile hier. So, sehr schön. Das kann weg alles. Zack. So, hilft uns das hier schon beim Gegner? Ja, kann uns das jetzt schon behilflich sein, die Sumpfmampfe zu besiegen hier? Stärke natürlich ziemlich effizient, also Damage halt gegen die Magier-Gegner hier. Da brauchen wir nur einen guten Try. Und mit der Waffe haben wir ja die nötige Spanne auch noch gerade. Und da haben wir es auch geschafft. Stufe 90. Was habe ich die ganze Zeit geredet mit 95? Den schaltet mal ab 90 frei. Ja, ist ja easy. Okay. Habe ich nicht mehr ganz so auf dem Schirm gehabt hier, das Ganze. Ja, nächster, der Gremlin. Kriegen wir den auch noch down hier. Das wäre natürlich spektakulär, wenn wir jetzt hier noch die Gegner besiegen und noch irgendwie das schaffen. Ich weiß nicht, ich glaube mit Stufe 95 wird tatsächlich knapp irgendwie, ne? Habe ich das Gefühl. So. Ja, das wäre schon cool, wenn wir den noch freischalten.
weil die Pyramide des Wahnsinns ist halt auch fast Free-Try so, ne? Also, ja, da haben wir auch leichtes Spiel. Wie sieht es denn jetzt mittlerweile hier bei dem Drachen aus? Kann man da jetzt schon hier was anfangen oder was? Oder wie? Oder was? Ja, wir gehen nochmal in den Zauberladen. Gucken nochmal hier nach einem neuen Item. Damit wir uns nochmal ein bisschen verbessern hier. Und die Gegner eventuell ein bisschen leichter fallen. Ja, es war ganz schön. Nehmen wir mal auch mit, weil ich habe auch nicht viele Sanduhren auf dem Server hier. So, alle Attribute, das vermeiden wir tunlichst. Ja, den können wir ja mitnehmen, weil wir können ja jetzt hier einen Sockel hinzufügen. So. Und den Stein. Aber wir gucken mal nach neuen Steinen. Sehr schön. Stärke auch wichtig. Den setzen wir gleich rein. Bewahren wir uns mal noch auf. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht noch hier ein Amulett bekommen. Ein schönes 3er-Amulett. Das wäre noch ganz nice. Ja, das brauchen wir. Ja, genau. Genau von sowas war die Rede. So. Wenn wir jetzt noch Stärke bekommen, weil wir brauchen jetzt gerade den Damage. Ja, auch wenn wir ein Ausdauerkrieger sind. Battle Mage, ne? Wir bräuchten jetzt ein bisschen Schaden halt für die kommenden Gegner. So. Ich würde danach auch alles wieder auf Ausdauer umskillen. Ist zwar dann ein bisschen cheaten. So für unser Mini-Projekt. Ja, weil wir spielen ja jetzt mehr oder minder. Ja, komm, weg damit. Einen ganz normalen Battle Mage, ne? Ich meine, gut, wir haben natürlich schon deutlich mehr Ausdauer. Digga, okay. Ja, ich hab's ja verstanden, dass wir hier jetzt ein Projekt spielen, hier, ein Projekt-Account hier so mehr oder minder. Aber, das müsst ihr mir jetzt nicht so auf die Nase binden hier. Holy shit. Was haben wir hier noch? Alte Edelsteine irgendwo? Also, das Ding müssen wir noch definitiv austauschen. Ansonsten machen wir mal einfach den hier und schmeißen die dann weg. Ich meine, guck mal, wir haben jetzt schon übelst viel Ausdauer, mehr als Stärke. Deswegen, wir müssten mal so ein bisschen einen kleinen Ausgleich schaffen irgendwie. So, jetzt sind wir fast Stufe 91. Wenn wir es noch schaffen, das wäre natürlich nice. Aber ich glaube, das wird mir tatsächlich ziemlich schwer fallen, weil wir haben jetzt auch soweit aktuelle Edelsteine drin. Uns fehlt halt jetzt nochmal ein Hut irgendwie, ne? Und dann sind wir tatsächlich auch schon fast full equipped hier auch an der Stelle. Ja. Das Einzige ist halt, wo wir halt viel mehr rausholen können, wenn wir jetzt halt noch viele Stärkesteine nachher skippen, weil die halt sehr nützlich sind für die Dungeon-Gegner, die jetzt noch halt eben vor uns liegen, weil Schaden halt dafür sich ganz gut eignet. Wir können aber nochmal gucken, dass wir nochmal eine neue Waffe bekommen. Stufe 93, sehr schön, das geht hier nochmal gut voran gerade. Und ja, die neue Waffe könnte natürlich uns auch ziemlich behilflich sein in den Vorhaben, was wir jetzt hier gerade vorhaben. So, der Gremlin, der sollte jetzt aber auch fallen hier, ne? Oder? Was sagst du, Gremlin? Komm, gönn doch mal so ein bisschen. Ja, sehr schön, Stufe 94. Und der letzte Gegner, auch nochmal ein Gremlin, nur in schwer nochmal, in der schweren Variante. Ich glaube, wir gucken einfach mal nach einem Hut. Ja, der Hut tut gut, wenn wir ihn finden. Mal gucken, wie sieht's denn aus? Dann, wenn wir den nächsten Gegner hier besiegen, dann haben wir 95 erreicht. Und let's go. Ja, die Spanne ist ein bisschen schlechter, aber ich glaube, da kann ich, drauf verzichten, weil wir noch viel Ausdauer und Glück halt eben noch dazu bekommen, ne? Ich skippe einfach mal in der Hoffnung, boah, Alter, schon wieder Ausdauer hier, ne? Schon wieder Ausdauersteine. Wir müssen noch mal ein paar Damage-Steine bekommen hier. Alter, geht ja gar nicht. Holy shit, also es ist wirklich... Wir sollen wirklich hier, glaube ich, auch den Ausdauer-Battle-Mage spielen. Mensch, ich will doch nur ein bisschen Damage haben, Alter. Das gibt's doch nicht. Ich meine, gut, jetzt haben wir hier, ne? Setzen wir auch gleich rein. So, let's go. Und dann machen wir mal hier eine Steingewinnung draus. Und tauschen das mal auch ein bisschen aus hier. So, 147.
Da machen wir den rein, bis wir brauchen halt ein bisschen mehr Schaden gerade. So, und dann gucken wir mal, den Magma-Giganten, den sollten wir jetzt eigentlich besiegen. Ja, wir haben immer noch keinen Hut. Also, da können wir im Notfall auch noch ein bisschen rausholen, aber ich glaube, das sollte auch so klappen. Und der sollte uns auch das Level-Up bescheren für Stufe 95 und damit auch den nächsten Dungeon freischalten. So, jetzt aber hier. Na, jetzt aber mal, komm hier. Na, jetzt aber mal hier, Hopsasa, Tiralala. Widerspenstig. Wirklich sehr, sehr widerspenstig. So oft, so knapp. Das ist der Battle Mage. Wirklich konstant im Schaden. Fast keine Abweichungen. Und dann immer so knapp vorm Ziel. Also das ist ja wirklich extrem nervig, muss ich mal sagen. Also bei jeder anderen Klasse wäre der schon gelegen, aber nee. Beim Battle Mage, da, ja, weiß ich nicht, als ob der sich nicht vom Fleck bewegt hier. So, Stufe 95 haben wir erreicht. Ja, und damit können wir den nächsten freischalten. Wir begeben uns auf ein Abenteuer. Ja, und gucken mal, ob wir hier irgendwo den Key uns einheimsen können. Ja, bisher sieht es noch nicht danach aus, aber wir haben noch genug Alu, die wir benutzen können, um halt eben den Schlüssel zu finden. Ja, lässt ganz schön auf sich warten hier, ne? Tatsächlich. Finde ich nicht so nice, tatsächlich. Da ist er. So, let's go. Zack, haben wir den freigeschaltet und gleich rein in den Dungeon. Stufe 96, sehr schön. So, das Phantom, der Opa, auch freigeschaltet, 97 damit erreicht. So, mal schauen. Kriegen wir den Dragor der Kälte auch noch besiegt hier? Wäre sehr wünschenswert. Come on. Ja, also hier, die Gegner in der Pyramide des Wahnsinns, die sind halt alle gefühlt Free Try, so vom Ding her. Ja. Wenn wir da hinkommen sollten, dann sind wir aber hier ready to take off. Ne? Aber erstmal müssen wir dafür an den Kriegergegnern vorbei. Die sind natürlich immer so ein bisschen ein Dorn im Auge. Ich würde mal vorschlagen, wir gucken jetzt mal nach einer ordentlichen Mütze. Vielleicht stolpern wir noch über eine extrem heftige Epic-Waffe mit einer extrem heftigen Spanne. Das wäre nochmal ganz wünschenswert. Mal schauen, wie es aussieht. Ansonsten sind wir ja jetzt erstmal soweit full equipped. Ihr seht mittlerweile, die Items sind auch schon wieder ein bisschen besser. So, da haben wir jetzt hier das Item, was wir brauchen. Und wir sind das erste Mal komplett full equipped. Und jetzt möchte ich einen Stärkestein, Dankeschön. Und den setzen wir hier auch gleich rein. So, den Rest verkaufen wir. Und wir könnten jetzt auch eigentlich ein bisschen mal unser Gold festskillen. Ich habe jetzt halt nur sehr viel Gold auf der hohen Kante, weil ich das für die Edelstein-Skips brauchte. Und halt Dämonenportal freigeschaltet und halt eben für die Items auch, ne? Aber wir kriegen ja auch immer und immer mehr Gold hier gerade. Deswegen, ja, kann man da nachher mal ein bisschen auch reinskillen. Aber da sind wir zumindest dem Projekt treu, sag ich mal. Ne? Da gehen wir dann komplett in Ausdauer rein, wenn wir unser Gold festskillen sollten. Ja, gucken wir mal, dass wir jetzt mal hier weiterkommen jetzt auch mal und Stufe 100 erreichen. Der würde uns auf Stufe 100 bringen. Und mal schauen, steintechnisch könnten wir noch ein bisschen mehr noch auf Damage gehen. Hier gerade auch für die Kriegergegner natürlich sehr gut, wenn man mehr vom eigenen Attribut hat, hier von Stärke. Ne? Mal schauen. Ich glaube, ich mache das mal. Ich skip mal ein bisschen hier durch. Vielleicht noch so 1 oder 2 würde ich noch ganz gerne austauschen, weil jetzt seit dem neuesten Update, na klar, Leben auf dem Battle Mage jetzt auch nicht so verkehrt, aber ich habe das Gefühl, für die Dungeons ist es jetzt gerade besser, wenn man ein bisschen mehr Damage auch hier am Start hat. So, ein Stärkestein holen wir uns noch. Und da ist er, sehr schön. Und dann schauen wir nochmal in die Dungeons. Ansonsten, wenn das nicht klappt, ja, müssen wir mal eine neue Waffe suchen. Dabei ist es nicht unbedingt wichtig, oh Gott, Entschuldigung, dass wir hier eine Epic-Waffe finden,
sondern halt einfach eine hohe Spanne haben auf der Waffe. Das wäre tatsächlich noch wichtiger. Aber ihr seht jetzt vom Damage her, beziehungsweise von den Tries, sehen die Versuche jetzt hier schon ein wenig besser aus. Und jetzt ist es halt eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis hier der Gegner fällt. Oder besser gesagt, eine Frage der Pilze. Ja. Nö. Nö. Oh, doch. aber ganz knapp hier. Okay. So. Stufe 110 müssen wir halt für den erreichen hier. Finde den Schlüssel auf Abenteuer oder kaufe ihn im Waffenladen. 110 wird nochmal schwierig. Ich glaube, ja, ich weiß nicht, 110 erreichen wir heute in dem Video nicht mehr. Ich habe es versucht, es wäre nice gekommen. Dann, ja, wären wir durch die Gegner vielleicht auch nochmal 120 oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht. 120, 130. Würden dann mit dem Level dann halt schon in die Schattenwelt. Beziehungsweise, nee, erreicht man ab Stufe 140. Okay, gut. Da müssten wir nochmal eventuell hier die Schwarzschädelfestung da nochmal 1, 2 Gegner besiegen. Aber die lockt man dann ja frei, wenn man die Pyramide des Wahnsinns komplett durch hat. Und wenn man die geunlockt hat, also freigeschaltet hat, dann kommt man da auch ganz easy durch. Da hat man 10 Free-Etagen so. Das hatten wir ja schon in den vergangenen Videos immer mal hier und da gesehen, dass dies halt eben ja, relativ easy möglich ist. Holen wir uns das jetzt noch? Ja, komm, wir holen jetzt nochmal das Maximum raus hier. Steingewinnung. Gucken mal nach einer neuen Waffe. Wir haben auch relativ wenig Rüstung, sehe ich gerade. Ja, spanntechnisch geht hier auch... Oh mein Gott, 313? Ja, let's go, Alter. Holy shit. Digga, was ist das denn für eine Waffe, Alter? Also mit so einer Spanne habe ich jetzt hier nicht mehr gerechnet. Okay, mal schauen, was es ausmacht. Ja, Stufe 101, sehr schön. Das schaffen wir wahrscheinlich, also das schaffen wir trotzdem nicht mehr, selbst wenn wir jetzt die Gegner hier noch alle besiegen könnten, irgendwie. Die Waffe ist extrem heftig, also krass. Also jetzt mit einer 300er Spanne rechts raus und das auf einer Epic-Waffe. Damit habe ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr gerechnet, dass das jetzt noch passiert. Mal schauen, kriegen wir den Gegner noch hier so zwischendurch jetzt down oder... Ja, der zieht sich noch ein bisschen. Aber wir müssten eigentlich den Alien down kriegen, weil danach ist der hier oben, das ist glaube ich ein Magier. Und beim Magier haben wir eigentlich freies Spiel, soweit ich weiß. Das sollten wir dann hinkriegen. Ja, also nach einer neuen Waffe müssen wir jetzt eigentlich nicht mehr schauen. Ich weiß nicht, man kann ein bisschen mehr nach Rüstung gucken hier und da mal. Aber ansonsten... Ja, sind natürlich hier und da jetzt natürlich auch die Statpunkte wieder ein bisschen inaktueller. Ja, wir nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen können hier. So. Steingewinnung machen wir nochmal. Zack. Dann gucken wir nochmal, ob wir vielleicht noch ein anderes Item kriegen. Aber das ist... die Waffe ist heftig. Das ist krass. Ja, mal schauen. Ich würde mal sagen, wir verskillen mal unser Gold. Alles in Ausdauer. Wir haben jetzt hier von dem Ausdauerkrieger jetzt hier auf den den Stärke Battle Mage umgeskillt auf einmal. Ja. So, mal schauen. Nochmal versuchen hier auf Biegen und Brechen. Auf Teufel komm raus, dass wir den besiegen hier. Würde uns ein safes Epic bringen und halt eben den safe nächsten Gegner freischalten hier. Ne? Also der Magier, der sollte danach eigentlich auch easy fallen. So, come on. Gehst du down? Gehst du nicht down? Die Tries sehen leider nicht so gut aus. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Okay, Magier. Ich denke mal, die Tries, also durch unsere Waffe jetzt, ne? Oh, wir sind knapp davor, ne? Stufe 104.
Die Tries sahen jetzt teilweise nicht so gut aus, aber wir haben halt jetzt auch eine Waffe mit relativ hoher Spanne und das verleiht uns natürlich auch wieder diesen gewissen Random-Faktor so, ne? Der natürlich hier und da ganz gut mal reinscheppern kann, ne? So, mal schauen. Kriegen wir den noch down? Ich glaube, wir müssten erst ein paar neue Items dafür uns beschaffen. Das würde jetzt aber tatsächlich ein bisschen mühselig werden und ich glaube auch, oh Gott, ich glaube, da haben wir einen Epic überskippt. Ich glaube, das würde auch, weil wir jetzt schon bei 35 Minuten sind, den Rahmen der Folge hier, glaube ich, sprengen. Wir können nochmal, ja, dankeschön, wir können nochmal versuchen, ob wir hier irgendwas rausbekommen. Das kann alles weg. So, ich würde hier auch nochmal ganz gerne einen Stärkestein nehmen. Dankeschön. Ja, ich meine halt jetzt so, das Event ist halt echt nice dafür, ne? Um halt eben auch zu pushen und so. Das in Kombination. Das macht schon echt Spaß. Weil du halt die optimalen Voraussetzungen dafür halt hast, so, ne? Du kriegst halt nur große Edelsteine. Du hast halt das Epic-Event, wo du dich halt die ganze Zeit neu equippen kannst und so. Ne? Wenn du ein paar Level gepusht hast und dein Equipment outdated ist, dann ja, kannst du direkt das neue Equipment holen. Das ist schon echt nice. Und ja, ich würde jetzt tatsächlich ganz gerne hier die Gegner besiegen, weil der Kollege Schnürschuh hier oben, das weiß ich nämlich, ist auch wieder ein Magier. Also da haben wir auch wieder einen Freifahrtschein. Und dazu müssten wir halt aber erstmal an diesen zwei Gegnern hier vorbei. Ich weiß nicht, ob das ein Magier war. Ich glaube, das war ein Kundschafter, so wie der Kollege hier. Und das wäre natürlich wieder ein bisschen schwieriger auf jeden Fall. Aber es wäre jetzt, sag ich mal, nicht unmöglich, Stufe 110 zu erreichen, um halt die Pyramide des Wahnsinns hier freizuschalten. Ne? Aber ich weiß nicht, wie wahnsinnig dafür wir heute sind. Ja? Wir nehmen jetzt alles mit hier, auch wenn es sich kaum lohnt. Ja, macht es doch bitte nicht nach für 14 Stat-Punkte. Lohnt sich halt wirklich fast gar nicht so. Wir können nur noch mal schauen. Bisschen Rüstung upgraden, ne? Uff, das ist ja nochmal deutlich mehr. Okay, also jetzt ab dem Zeitpunkt macht es jetzt hier gerade gar keinen Sinn mehr, so hier großartig noch irgendwas zu reißen. Ne, schade. Zwar eine Epic-Waffe, auch 3 Stat, aber die Spanne ist leider auch nicht sehr gut. Ja. Ich glaube, wir sollten hier wirklich jetzt mal so langsam aber sicher einen Punkt hintermachen. Aber ich kann noch nicht aufhören gerade. Wir haben zu wenig Gold. Ja. Verkaufen wir das mal. So. Steingewinnung. Zack. Bringt jetzt kaum noch was, hier großartig sich neu zu equippen, sich alles zu holen hier. Wir haben jetzt auch kein Gold mehr, wir müssten wieder Alu spielen, deswegen würde ich sagen, bevor wir hier das Ganze unnötig noch in die Länge strecken hier, was eh schon ein viel zu langes Video geworden ist hier heute, lassen wir es sein. Wir haben einen ganz guten Level-Push hingelegt. Stufe 105 haben wir noch erreicht. Wir haben den... Gut, okay, jetzt ist sowieso der Zeitpunkt gekommen hier, wo ich sagen muss, okay, wir hören jetzt auf. Wir haben den Arena Manager freigeschaltet. Jetzt ist halt auch wirklich der Zeitpunkt gekommen, wo ich sage, was soll das denn? Warum fallen die denn jetzt auf einmal noch? Aber der Gegner, der fällt jetzt nicht mehr hier. Der Kundschafter, der fällt jetzt nicht mehr. Ja, also jetzt, wo der Zeitpunkt gekommen ist und ich sag, wir haben den Arena Manager freigeschaltet. Ab jetzt ist halt auch wirklich Schicht im Schacht. Ja, jetzt beginnt der anstrengende Teil des Games. Okay, also der sieht wirklich jetzt gerade mal nicht sehr gut aus, muss ich sagen. Na, ich glaube, da lassen wir das mal sein. Da bräuchten wir sehr viel mehr Statpunkte, um den halt besiegen zu können. Ne? Deswegen lassen wir das. Stufe 107 haben wir erreicht. Okay, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt noch einen kleinen Spaß und equippen uns nur mit Ausdauersteinen, ne? Weil wir sind ja der Ausdauerkrieger und keiner soll mitkriegen, dass wir hier beschissen haben
Ja, ist ja nicht so, dass ich das hier gerade aufgenommen habe. Aber keiner soll mitkriegen, dass wir hier heimlich, aber so, ne, ganz heimlich auf Stärke gegangen sind zwischendurch mal. Und halt kein purer Ausdauer-Battle-Mage sind. So. Dann wollen wir hoffen, dass wir jetzt noch ein paar Ausdauersteine hier bekommen. Denn wir haben vorhin die ganze Zeit Ausdauersteine bekommen. Jetzt wird es auch mal an der Zeit, dass wir hier die kriegen. 155. Ich glaube, viel stärkere bekommen wir dann nicht mehr. Alles rein hier. So schön mit Ausdauer überschreiben hier das Ganze. Denn wir sind ja ein Ausdauer-Battle-Mage, ne? Und auf keinen Fall mit Stärke gespielt hier. Ganz im Gegenteil. Nee. Sowas machen wir nicht. Wir spielen unsere Projekte auf jeden Fall hier mit ehrlicher Haut. So. Ich hatte ja fast nur Stärkesteine drin, wa? Mann, du. Ja, da wir jetzt momentan eh nicht weiterkommen, macht jetzt hier, wie gesagt, gerade keinen Sinn. So leveltechnisch, oder wenn man jetzt noch den nächsten Dungeon-Gegner besiegen würde, würde es jetzt hier keinen Sinn machen. Jetzt natürlich auf Ausdauer zu gehen. Ich mache es jetzt hier einfach just for fun, zum Rumtrollen, damit wir hier auch den Ausdauer-Battle-Mage haben, den ich von Anfang an spielen wollte. Und da ist er. Ja, jetzt brauchen wir nur noch komplettes Ausdauer-Equipment. Aber das vielleicht nochmal ein anderen Mal. Okay, Leute, das war's soweit von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer bis hierhin geguckt haben sollte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, würde mich sehr interessieren. Wer sich eine knappe Dreiviertelstunde reinzieht. Aber wir haben es ja Sonntag, ne? Vielleicht hat er der ein oder andere Zeit zum Kaffeekranz nebenbei, sich einen heißen Haffel reinschlürfen und dann nebenbei ein bisschen SF daddeln. Was gibt's Besseres, ne? Okay, Leute, das war's soweit. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.